Eigentlich wollten wir über die Golden Week etwas außerhalb von Tokio filmen, aber aufgrund des andauernden State of Emergencies hat sich das leider erledigt. Deswegen sind wir heute in der Shinagawa Station. Das ist eine der größten und meistbesuchtesten Stationen in Tokio. Und nachher gehen wir auch noch zur Takanawa Station. Das ist die neueste Station auf der Yamanote Line. Und wir werden die Gegend rund um diese Stationen etwas erkunden. Aber zuvor holen wir uns noch den Stempel von der Shinagawa Station. Einige von euch haben uns gefragt, wo wir die Stamps immer finden. Und im Falle von Shinagawa ist das direkt gegenüber vom Central Gate im Service Center. Aber falls ihr die mal nicht finden solltet, könnt ihr ganz einfach zum Personal gehen und fragen, Eki no Stampu wa doku desu ka? So, aber jetzt holen wir uns mal unseren Stamp. Wir sind jetzt hier am West Exit der Shinagawa Station angekommen und gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite, findet ihr einen Gebäudekomplex mit 4 Prince Hotels, von denen wir uns leider keines leisten können. Aber in demselben Gebäudekomplex habt ihr auch ein Aquarium mit Vergnügungsparkselementen und ein Kino mit einem IMAX-System. Dafür haben wir jetzt aber leider keine Zeit, weil unser Mittagessen auf uns wartet. Nachdem wir jetzt wieder etwas Energie getankt haben durch das Essen, wird es jetzt Zeit, die alte Tokaido-Straße in Shinagawa zu erkunden. Das war damals eine der Hauptstraßen, die Kyoto mit Edo verbunden hat. Und Shinagawa war der erste Stop auf dieser Straße mit vielen Geschäften und Unterkünften für Reisende. Heutzutage ist die Tokaido Road aber mehr eine ruhige Wohngegend, in der es viele traditionelle Geschäfte, Restaurants sowie auch Hostels gibt. Viele Stationen in Tokio haben Gleisüber- oder Unterquerungen, aber die Gleisunterquerung bei der Takanawa Station ist wohl die skurrilste Unterquerung in der ganzen Metropole. Der Takanawa Underpass ist gerade einmal 1,5 Meter hoch und erstreckt sich über 200 Meter unter den Gleisen, die durch die Takanawa Station laufen. Ja, also wie ihr sehen könnt, es ist schon echt eng hier und man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sich hier nicht den Kopf stößt. Also es ist wahrscheinlich etwas größer als 1,5 Meter, weil ich passe hier gerade noch so rein, aber viel Platz ist auf jeden Fall hier nicht mehr. Puh. Und Niki, wie war's? Ja, es ist auf jeden Fall keine Empfehlung für Leute mit Klaustrophobie und ich will auch nicht da unten sein, wenn es dann gerade ein Erdbeben gibt. Aber wir haben es jetzt geschafft und bevor es jetzt zur Station geht, haben wir noch einen speziellen Ort, den wir besuchen wollen. Einigen von euch wird der Sengakuji-Tempel sicherlich etwas sagen, da er die Ruhestätte der berühmten 47 Ronin ist. Die 47 Ronin waren Samurai, die ihren Meister durch einen ungerechten Seppuku verloren haben und nachdem sie ihren Meister gerächt hatten, selbst Seppuku begangen. Die Geschichte ist sowohl in Japan als auch im Ausland sehr bekannt und ein beliebtes Material für Kabuki-Spiele und sogar Verfilmungen. Für Fans der Geschichte ist dieser Tempel ein Must-Visit. Wir sind jetzt endlich bei der Takanawa Station angekommen und haben uns jetzt auch schon den letzten Stempel besorgt. Und wie ihr sehen könnt, wird die Station ihren Ruf als neueste auf der Yamanote-Linie gerecht. Die Station selbst ist sehr simpel und modern vom Aufbau und man kann sogar hier und da einige Roboter finden. Das Highlight der Station ist definitiv der unbemannte Convenience Store hinter mir. Lasst mal schauen, was es da so gibt.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder bei unserem Stamp Rally Video dabei wart. Und ja, ich muss sagen, also Shinagawa und Takanawa hatten auf jeden Fall einige Überraschungen. Und was war dein Favorit heute so? Ich fand den Takanawa Underpass ziemlich interessant, einfach weil ich sowas zuvor noch nicht gesehen habe und es war recht episch da durchzugehen. Ja, also das ist echt keine Empfehlung, wenn ihr wirklich über 1,70 groß seid oder Klaustrophobie habt, weil Ja. der ist ziemlich lang und da kann man schon ein bisschen Schiss bekommen. Auf jeden Fall. Aber man kann auch, wenn man gerade so ein bisschen cinematische Szenen vielleicht shooten möchte, dann ist das ein cooler Ort, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das Lunch, das war ziemlich gut. Ah, ja. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so beliebt ist auch, weil es hat nämlich um 11 aufgemacht und es waren aber schon ziemlich viele Leute da. Ja. Was nicht so episch war heute, war leider der Sengakuji. Das war ein Fail. Ja, genau. Also das war, also an sich denke ich schon, dass der Tempel auf jeden Fall sehenswert ist und ich würde das auch empfehlen. Aber was ich nicht empfehlen würde, ist, dass man die Gräber der 47 Ronin besucht. Denn, ja, erzähl mal, was da passiert ist. Ja, also wir haben halt gedacht, es ist freier Eintritt, was eigentlich auch theoretisch so war, aber man wurde halt gezwungen, sich so Kerzen zu kaufen. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen, genau. Ja. Und die haben halt pro Person 300 Yen gekostet. Circa 3 Euro. Ja, genau. Und die haben einen jetzt nicht gezwungen, aber irgendwie halt schon doch. Und das hat dann einem schon so einen sauren Nachgeschmack hinterlassen. Ja. Und ja, also wenn ihr wirklich ein Fan seid, dann auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber sonst, ja, vielleicht nur den vorderen Bereich des Tempels. Ganz genau. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, hinterlasst uns einen Kommentar und ja, kontaktiert uns gerne auf Instagram oder auf Facebook. Genau, vergesst nicht, unser Channel zu subscriben und die Glocke zu drücken. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn immer wir ein neues Video hochladen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Eure Bros in Japan.